Siehst du, ich habe schon... Ja, stimmt, ja. Top. Ja, der Husten ist auch jetzt hier, ne? Kennt ihr das, wenn man im Kino ist und husten muss andauernd? Ne? Und, Möchtest du ein warmes Getränk haben? vielleicht ein Wasser wäre ganz cool eigentlich. Ja. Organisierst du was? Ja, die Kamera... Ja. Achso, ja, sag noch mal. Der Einspieler war da unterbrochen. Oder nicht? Und hier ein weiteres Video mit Nils Hogendorn und Viktor Witzke. Ja, moin erstmal. Ja, moin. Und Viktor sitzt neben mir und Viktor ist auf diesem Kanal kein ganz unbekanntes Gesicht, weil wir haben schon mal das Vergnügen auf der Eurobike gehabt, ne? Genau, ja. Also wir haben hier mit der 6 Plus Serie von Ergotech, auch mit der 6 Serie, den Bereich geschaffen, dass wir halt auch für Lenker Sicherheit sorgen können. Und da haben wir über Produktneuheiten gesprochen. Was gibt es eigentlich so für das Jahr 2023? Und jetzt hast du gesagt, Nils auf Eurobike, da haben wir uns gesehen. Wie ist das eigentlich? Ich komme mal zu euch. Wollen wir ein Video machen? Da habe ich gesagt, gute Idee. Ich habe mir auch ein Thema ausgedacht. Und oft fängt man ja an, am Fahrrad irgendwas umzubauen. Sagt, ich tausche den Lenker, ich tausche den Sattel und so weiter. Und heute sprechen wir darüber, habe ich mir zumindest vorgestellt, was kann ich eigentlich machen ohne einen Bauteiltausch? Kann ich an meinem Fahrrad was einstellen oder kann ich an mir selbst arbeiten? Genau, so du hast dich quasi jetzt auf das Thema Ergonomie ein bisschen spezialisiert, wie ich das richtig verstanden habe. Ja. Das ist richtig. Also wenn die Kunden oder auch der normale Fahrradfahrer mit Schmerzen geplagt ist und nicht mehr den Spaß beim Fahrradfahren hat, gibt es da verschiedene Möglichkeiten ergonomisch, wie wir die Fahrradeinstellung zum Beispiel verbessern können. Oder wir sagen, wir müssten vielleicht wirklich im schlimmsten Fall oder im extremsten Fall ein Bauteil tauschen, was aber auch technisch kein Problem ist natürlich. Ja. Es gibt aber Möglichkeiten, du kannst natürlich zuerst auch schauen, ob du muskulär oder auch von der Dehnbarkeit ein bisschen was machen kannst. Das ist ein wichtiges Thema. Ja. Wir können auch am Fahrrad was einstellen. Ja. Und wenn das nicht wirkt, oder auch parallel, könnte man dann zum Beispiel auch sagen, man tauscht einfach ein Bauteil, um das Ganze ein bisschen zu unterstützen. Ne? Also Ergonomie ergibt sich ja auch immer aus die Maschine, ne? Also aus dem Fahrrad und aus dem Menschen. Ne? Kann man das so erklären? Kann man so sagen im Prinzip. Ne? Also wir wollen ja im Prinzip bei der Ergonomie, wollen wir es realisieren, dass sich die Maschine an den Menschen anpasst und nicht andersrum, dass sich das Standardfahrrad mit dem Fahrer quasi arrangiert, sondern das Fahrrad muss zum Menschen passen und nicht andersrum. Ja, genau. Aber trotzdem kann ich selber was tun, ne? Genau. Also muskulär, wie gesagt, gerade auch vielleicht viele Fahrradfahrer, die lange Zeit nicht gefahren sind, wo die Nackenmuskulatur entsprechend vielleicht gar nicht mehr so gestärkt ist oder auch nicht gedehnt ist. Ne? Die haben dann häufig auch Schmerzen im Bereich des Nackens, in der Halswirbelsäule. Und da kann man auch natürlich durch Übungen gewisse Abhilfe schaffen. Man kennt das ja, ne? Man fährt los mit dem Fahrrad. Gerade so die erste Tour nach der Winterpause, wobei, wenn ich unseren Winter so sehe, heute ist es zwar relativ kalt, aber eine richtige Winterpause, ja, braucht man eigentlich gar nicht. Lassen wir mal den Regen weg, dann könnte man eigentlich durchfahren aufgrund der Temperatur. Ne? Gibt ja auch viele, die im Winter heutzutage, also ich komme aus Münster und auch dort, ne, viele fahren auch im Winter und bei jedem Wetter, Regen, egal, gibt ja nur die falsche Kleidung. Ne? In Wirklichkeit ja. Ne? Nur wer die richtige Kleidung hat, der hat meistens ja auch viel weniger Einschränkungen, ne? Weil der fährt einfach schon viel, viel mehr. Wenn wir jetzt so den Genussradler nehmen, der sagt, alles klar, die ersten Sonnenstrahlen sind da, ich fahre los und ja, auf einmal kommt das so. Ne? Der Nacken will vielleicht nicht, ne? Das ist eine Sache. Die Hände schlafen ein, das höre ich auch immer gerne mal. Sitzen ist natürlich nochmal ein sehr spezielles Thema, auch das ist wichtig. Ja, und was gibt es noch so? Also du hörst ja bestimmt auch viele Sachen. Knieschmerzen kommt auch immer wieder vor, ne? Gerade auch vielleicht bei einer langfristig falschen Radeinstellung. Ne? Aber das sind schon, hast du richtig gesagt, das sind schon so diese Hauptproblematiken, die, mit denen viele Leute entsprechend zu kämpfen haben. Ja. Und ich habe das, habe ich noch nie gehört, aber ich kann mir vorstellen, dass es sowas gibt. Vielleicht können sich unsere Zuschauer das auch vorstellen, dass sie wirklich sagen, alles klar, ich hatte mal eine Tour, die hätte ich am liebsten abgebrochen.
Ja, wenn es gar nicht entsprechend ergonomisch passt, dann kann das natürlich zu extrem starken Schmerzen führen. Ne? Und auch da, nicht jeder Schmerz setzt ja sofort an, wenn ich aufs Fahrrad steige. Also es gibt auch Schmerzen, die kommen mit der Fahrtdauer. Und bei den E-Bikes, Pedelecs fahren ja auch viele dann ihre 60, 80 Kilometer, sitzen mehrere Stunden auf dem Fahrrad. Ja, die haben die Möglichkeit. Ne? Die setzen sich drauf, alles klar, Akku ist voll, 60 Kilometer Reichweite und mehr, muss man ja auch dazu sagen. Und 50 Kilometer sind dann vielleicht schnell gefahren oder die nimmt man sich schnell vor. Und ja, was kann ich denn tun, wenn ich auf so einer Fahrradtour überrascht werde mit diesen Einschränkungen? Also ich selber, ne? Ich glaube, das Problem ist vor allem, was wir jetzt aktuell haben, oder es kann so ein Problem werden, oder deswegen ist vielleicht auch Ergonomie das Thema so wichtig geworden, weil durch die Pedelecs, durch den großen Trend jetzt auch, oder die Möglichkeiten, die wir da haben, sitzen viele Menschen jetzt lange auf dem Fahrrad, machen größere Strecken, sind es aber vielleicht gar nicht gewohnt, weil sie auch lange nicht mehr richtig Fahrrad gefahren sind oder nur die Strecke zum Bäcker oder zur Arbeit kennen. Ne? Und deswegen ist Ergonomie jetzt ein großes Thema. Und wir haben in dem Bereich die Möglichkeiten, wie du schon am Anfang auch gesagt hattest, ne? Also entweder wir müssen muskulär an uns selbst arbeiten. Das kann man auch immer zusätzlich zur Unterstützung machen. Das schadet nie, im Gegenteil, je mehr, desto besser. Ja. Oder wir müssen die Radeinstellung ändern oder wir müssen das Bauteil tauschen in entsprechenden Fällen. Ne? Und die sind auch eher dann auch unterstützend nochmal. Großes Beispiel zum Beispiel wäre bei Handgelenksbeschwerden. Ne? Manche oder viele Menschen kennen das. Kribbelnde Finger, einschlafende Hände, Schmerzen im Handgelenk. Ne? Das wäre so ein klassischer Fall eigentlich, wo man sagt, es gibt Übungen, auch während der Fahrradtour, ne, die ich machen kann, um das Ganze mal ein bisschen zu entspannen. Also einfach die Hände mal ein bisschen ausschütteln an der Ampel oder mal ein bisschen so kreisende Bewegung, dass die Blutversorgung wieder gewährleistet ist. Ja. Weil das Problem bei einschlafenden Händen ist meistens, dass wir nicht die neutrale Handstellung haben, sondern viele Fahrer, die fahren sehr passiv. Das heißt, stützen sich einfach vorne ans Cockpit und durch diese Position ist entsprechend der Medianusnerv, der in der Hand sitzt, eingeklemmt oder gereizt oder überreizt. Und wir haben den Karpaltunnel, das ist quasi ein Tunnel, wo die entsprechende Nervenbahn durchgeht, wo die Blutversorgung auch gewährleistet ist. Und bei so einer Handstellung oder so einer und auch sowas, man kann sich vorstellen wie ein Wasserschlauch, gerade Führung, alles gut, abgeknickt, keine Blut mehr von und dann geht es los mit Einschlafen, Kribbeln und so weiter. Ja. Und da gibt es dann entsprechend zum Beispiel neben dem Ausschütteln und auch den, wie gesagt, ein paar Drehbewegungen, die Möglichkeit, dass man auch auf ergonomische Produkte dann auch zurückgreift. Also da wäre tatsächlich auch ein Bauteiletausch dann sinnvoll, falls kein ergonomischer Griff vorhanden ist, dass wir dann darauf gehen und sagen, wir nehmen uns einen Griff, der entsprechend hier eine Unterstützung hat, also eine Handauflagefläche. Und da müssen wir es natürlich auch radeinstellungsmäßig so einstellen, dass wir es schaffen, dass die Hand dann in der richtigen Position ist. Es muss nicht ganz gerade sein, aber in einer neutralen Position. Genau, damit kann ich das erweitern. Ne? Aber wenn ich den ganzen Tag trotzdem fahre und ich nie mal, wenn ich absteige vom Fahrrad, diese Bewegung mache, was du vorhin schon gesagt hast, einfach mal schütteln oder kreisende Bewegungen, kriege ich es nicht weg, ne? Oder? Man müsste einfach selbst vielleicht darauf achten, erstmal in dem Moment, wenn man merkt, es passiert gerade was, es wird unangenehm, dass ich aus dieser aktiven Fahrposition aus dieser passiven Fahrposition in eine aktive komme. Also vielleicht auch mal umgreifen, falls ich Bar-Ends habe oder inner Bar-Ends. Die Hände zwischendurch ausschütteln, auf meine Position achten. Wenn ich dazu neige, dass ich so fahre, mal selbst darauf zu achten, auch wenn noch kein ergonomischer Griff da ist, die Achse neutral zu halten und auch dieses Abknicken vermeide. Ne? Also der Karpaltunnel, der Schlauch quasi, der muss immer die Blutversorgung gewährleisten. Ne? Genau, also wenn wir es mal auf dem Lenker zusammenfassen, dann könnte man eigentlich sagen, alles klar, achtet auf eure Sitzposition, ne? Dass man auch ein bisschen den Rücken stabilisiert, sage ich immer. Wenn der Rücken stabil ist, habe ich nicht ganz so viel Druck auf dem Lenker. Das zum einen und was viele auch machen, auch der ganze Schulter- und Ellenbogenbereich, der ist dann sehr passiv, also die stützen sich einfach nur ab und auch hier kann es irgendwann im Gelenkbereich zu Schmerzen kommen, auch hier kann es alles versteifen, also auch die aktive Position wirklich ein bisschen gebeugt lassen, die Ellenbogen abfedern, auf die Ellenbogen also quasi. Einfach mal sagen, alles klar, ich stabilisiere mich und entspanne den Arm. Genau, so, ne, dass da nicht die größte Belastung drauf ist. Ne? Dann kommt sowas schon viel später. Ne? Und sobald ich mal eine Pause mache,
ist ja auch so, ne? Man fährt ja los und wenn ich jetzt, sag ich mal, klar, ich kann 100 Kilometer am Stück auf dem Sattel sitzen, aber dann weiß ich, wenn ich anhalte, dann mache ich mich erstmal gerade, dann strecke ich mich, dann recke ich mich und mache irgendwelche komischen Bewegungen und denke so, ja, jetzt wird es wieder besser. Aber wenn man tatsächlich mal kurz an der Ampel steht oder so, kann man auch ruhig mal kreisen. Genau, die Handgelenke kreisen, wenn wir jetzt bei den Handgelenken zum Beispiel sind, wenn die Kunden das Problem haben, dass sie, oder die Fahrradfahrer das Problem haben, dass sie Nackenschmerzen bekommen aufgrund der Fahrposition, können wir auch dort Übungen machen. Wir können auch gerne mal aufstehen, das mal ausprobieren, ne? Ist ja kein Problem. Ja. Dass wir entsprechend einmal mit der Halswirbelsäule uns ein bisschen mobilisieren, also in dem Bereich ein bisschen gehen, kreisende Bewegungen machen. Wir werden ja im Alter immer ein bisschen ich sag mal, eingeschränkter, auch was den Bereich angeht, den Bewegungsapparat. Also das mal ein bisschen mobilisieren. Man kann auch nochmal im Prinzip dehnen, indem man den Kopf zur Seite neigt und die andere Richtung mit dem Arm noch unterstützt. Also so ein bisschen entsprechend runterziehen, dass wir diese Partie entsprechend gedehnt haben. Ich habe das auch mal so gesehen, man soll auf seinem Ohr drücken. Kann man auch machen. Mittelfinger. Man muss nur gucken, dass es dann eine passive, also eine Unterstützung. Ne? Das kann aber auch schon bei manchen Menschen zu viel sein. Ne? Also man kann vielleicht so anfangen und später die Hand dazu nehmen. Ne? Ja. Man muss natürlich hier eine Dehnung spüren in diesem Bereich. Ne? Weil das ist ja der Bereich, der dann durch die Nackenmuskulatur das zwar ein bisschen vielleicht auch anfängt zu schmerzen. Ne? Und natürlich immer die andere Seite nicht vergessen. Also dann entsprechend auch die linke Seite entsprechend dann auch nochmal dehnen. Das sind schon so zwei ganz gute Übungen, die man einfach auch mal Ampel machen kann. Wenn man an der Ampel warten muss, ne, dann kann man auch sich mal ein bisschen ausschütteln, mal so ein bisschen dehnen entsprechend oder auch mal kreisende Bewegungen machen, dass die Muskulatur so ein bisschen auch wieder mobilisiert wird. Ne? Aber das ist auch was ich im alltäglichen Leben machen kann. Ne? Genau, das wenn kann man ja sowieso. sowieso. Wenn ich die Möglichkeit habe im Beruf und ich habe einen Schreibtischjob zum Beispiel, dass ich mich mal am Schreibtisch stelle und einfach sage, alles klar, ich mache das jetzt mal. Das ist ja auch vorbeugend wieder für die nächste Fahrradtour. Ne? Genau, also Ergonomie ist ja auch entsprechend nicht nur aufs Fahrrad beschränkt, sondern Ergonomie am Arbeitsplatz, Ergonomie beim Autofahren. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, ein Thema, das kann man in verschiedenen Facetten anwenden. Ne? Gibt es überall, aber oftmals, ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt gesagt, naja, nicht jeder achtet permanent drauf. Ne? Und ich denke, wenn man immer wieder drauf achtet, immer wieder was für sich tut, dann wirkt sich das in verschiedenen Bereichen aus und beim Fahrradfahren insbesondere. Ne? Definitiv, ja. Und viele machen es ja auch ein bisschen fast schon automatisch. Manchmal schüttet man einfach so die Hände aus. Ne? Es ist auch nicht alles immer nur bewusst, ne, was da passiert. Gut, aber mir geht es ja auch so ein bisschen darum zu sagen, alles klar, ich habe ein gutes Fahrrad, das fährt sich auch gut, ich habe eigentlich auch gute Bauteile dran und ich will ja einfach nur wissen, was kann ich für mich selbst tun, damit es erstmal gut fährt, bevor ich jetzt direkt, es gibt ja garantiert, hat der ein oder andere auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, oh, ich glaube, ich muss mal zum Arzt, mir schlafen beim Fahrradfahren immer die Hände ein. Ja, muss ich da wirklich direkt zum Arzt? Oder kann ich erstmal selber sagen, alles klar, ich achte mal drauf, dass ich mich mobilisiere und in Bewegung bleibe, bevor ich jetzt dahin gehe? Oder muss ich zum Arzt? Oder reicht der Fahrradhändler? Das ist natürlich dann vielleicht die nächste Stufe, dass man das so ein bisschen eingrenzen kann und sagen kann, alles klar, so gehe ich jetzt erstmal vor. Ne? Wo wir aufpassen müssen, definitiv, wenn es irgendwelche Vorerkrankungen oder Vorschädigungen gibt. Ne? Also wenn ich zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall hatte, sowas muss ich schon berücksichtigen, auch bei der Ergonomie oder bei der Radeinstellung. Ne? Da auch zum Beispiel ein Klassiker, viele Fahrer gehen erstmal davon aus, bei einem Bandscheibenvorfall, dass sie dann aufrecht sitzen möchten, ne? Also schön komfortabel sitzen. Aber auch gerade bei der aufrechten Sitzhaltung habe ich die meiste Belastung auf die Bandscheiben. Und gerade L4, L5, der Bereich, der auch beim Sitzen häufig belastet wird, ist eher entlastet, wenn ich in eine sportivere Fahrradhaltung gehe. Ne? Okay, also mit Bandscheibenvorfall ist nie die aufrechte Sitzposition optimal, sondern leicht nach vorne geneigt. Man muss bei dem Wort nie ein bisschen aufpassen, aber ich würde grundsätzlich sagen, genau, dass dort eine aktivere oder eher eine nach vorne geneigtere Sitzhaltung die richtige wäre. Aber da muss man auch individuell mal schauen. Bei jedem Menschen ist die Anatomie anders, die ärztliche oder krankheitliche Historie anders. Deswegen da vielleicht lieber auch nochmal auf Nummer sicher gehen, wenn schon Vorbelastung oder Vorschädigungen eingetroffen sind in der Vergangenheit, dass man da lieber mit dem Orthopäden oder mit dem Physiotherapeuten mal Rücksprache hält. Ne? Ja. Okay. Ja, jetzt haben wir eine ganze Menge über Mobilisieren und Bewegung und worauf ich selbst achten kann beim Fahrradfahren gesprochen. Aber Viktor, sag mir mal, woher hast du das Wissen eigentlich? Also
Also kurz zu mir im Prinzip, ich habe in Münster damals Sportwissenschaften im Bachelor und Master studiert und auch zum Teil mit Schwerpunkt Sportmedizin und auch Radsport. Und deswegen ist für mich auch so ein bisschen mein persönliches Steckenpferd der Bereich Ergonomie. Ich selbst komme auch aus dem Fahrradbereich, ist immer privat, habe vieles mit dem Thema Bikepacking für mich persönlich dann auch verbunden. Und gerade auch da ist natürlich die richtige Radeinstellung, ne, oder das Thema Schmerzen beim Fahrradfahren, wenn man Distanzen von über 100 Kilometern fährt, dann schon auch Alltag. Ja. Und um dem so ein bisschen vorzubeugen, ne, kann man halt auch so die persönlichen Interessen, das lange Fahrradfahren in Kombination mit dem theoretischen Wissen, was man aus dem Sportstudium oder dann auch aus den sportmedizinischen Seminaren dann auch mitgenommen hat, ganz gut verbinden. Und du bist ja bei Ergotech. Genau, ich bin jetzt im 3. Jahr bei Ergotech, ne, und wir sind ja Hersteller von Fahrradkomponenten, vor allem dieser 3 Kontaktpunkte, Sitzen, Lenken und Pedalieren. Und da geht es vor allem darum, also wir haben viele Produkte mit ergonomischem Fokus, Ergotech, also ergonomisch Technologie, und auch im Bereich Mountainbike, ne? Einfach aufgrund einer gewissen Markenhistorie sind wir auch ganz gut vernetzt. Und auch selbst im MTB-Bereich versuchen wir da auch so ein bisschen Ergonomie mit einfließen zu lassen. Einfach aufgrund dieses Schwerpunkts, den wir uns gewählt haben. Es werden ja auch viele MTBs gekauft für Genussradler und EMTBs, und da sind wir dann auch wieder beim Thema so, alles klar, wir sitzen wieder länger drauf. Ne? Vielleicht sagt jemand, der gar nicht so viel Fahrrad gefahren ist vorher, sagt, ich kaufe mir ein EMTB, weil ich möchte damit im Wald fahren oder ich möchte Offroad unterwegs sein. Oder ich möchte mehrere Pässe schaffen oder ein bisschen länger fahren oder mehr Abfahrten haben. Ne? Ja, genau. Und auch da ist ja das Thema, ich weiß nicht, wie ihr so die Erfahrung macht bei euch, dass viele, oder das bekomme ich zumindest durch meinen Berufsalltag mit, dass viele EMTB-Fahrer auch da eine etwas aufrechtere oder komfortablere Sitzhaltung bevorzugen. Und auch da haben wir dann so gesehen im Dreieck die Verlagerung dann auch wieder mehr zum Bereich Sitzen und Pedalieren und weniger Belastung aufs Cockpit, ne? Auf den Lenker und den Vorbau zum Beispiel. Ja. Also auch das Fahrverhalten oder auch der Fahrerwunsch, ne, der Sitzposition entscheidet nachher, wie viel Belastung habe ich auf den Sattel, auf die Pedale und aufs Cockpit. Genau, und das sollte nach Möglichkeit optimal verteilt sein. Genau, ne? ja. Also ich sollte auf einem E-Mountainbike vielleicht nicht sitzen wie auf einem Hollandrad, aber ich kann auch da eine etwas komfortablere Haltung einnehmen. Das ist kein Problem. Und was wir dann auch merken, das meinte ich mit ergonomisch, also eine etwas ergonomische Ausrichtung auch im MTB-Bereich. Also es gibt die sportiven Produkte, die sind auch wichtig, aber genauso gibt es auch die Produkte, dass wir dann vielleicht einen Griffwinkel von 12 Grad beim Mountainbike-Lenker auch realisieren. Ja. Und der wird auch von sehr vielen Fahrern auch als sehr ergonomisch angenehm bewertet, wenn wir davon ausgehen, dass wir zum Beispiel sagen, die optimale ergonomische, wir sprechen da vom Backsweep, der Griffwinkel, der optimal ergonomische Griffwinkel beträgt, je nachdem, ob Männer oder Frauen, je nach Schulterbreite, 16 bis 18 Grad. Sind wir mit dem 12 Grad Backsweep schon näher an der Ergonomie, also an der optimalen Ergonomie, als beim Standard 0 Grad, 6 Grad, 9 Grad Backsweep-Lenker. Also das kann ich so bestätigen. Auch wenn wir nicht die ideale Region für MTBs haben, setze ich mich trotzdem gern mal drauf und fahre durch den Wald. Und das allererste, was ich gemacht habe beim MTB, ist auch ein Lenkertausch mit einem möglichst großen Backsweep, was trotzdem noch gut aussieht. Also es ist ja immer so ein Mix wie beim Rennradfahren auch. Schnell aussehen oder schnell fahren. Ich sage immer, wenn du beim Rennradfahren schnell aussiehst, das ist schon richtig gut. Und beim MTB-Fahren, finde ich, spielt die Rolle ja auch, die Optik ja auch eine Rolle. Definitiv. In irgendeiner Form, wo man sagt, so, alles klar, ich will aber gemütlich sitzen, bequem sitzen, weil ich bin jetzt nicht super sportiv unterwegs damit, aber ich will so ein Fahrrad fahren. Ne? Und wir bei Ergotech haben uns auch mit dem Safety-Level nochmal den Schwerpunkt gesetzt oder entsprechend die Aufgabe, dass es soll gut aussehen, es soll ergonomisch sein, aber es soll auch halten. Also das Thema Gewicht ist auch ein ganz großes Thema, das werdet ihr sicherlich auch genau so dem Kunden oder auch den Fahrern dann entsprechend erklären. Die Produkte müssen auch halten. Ne? Ja. Davon gehen die meisten Fahrer erstmal aus, aber es ist nicht unbedingt der Standard. Also es gibt ja gewisse DIN-Normen, die man beachten muss. Ne? Ich will jetzt nicht zu weit ausschweifen, aber auch da ist die Stabilität natürlich ein wichtiges Thema. Genau, ihr habt ja das Safety-Level. Genau. Das kann man ja einfach mal an dieser Stelle auch ruhig erwähnen, dass man sich daran gut orientieren kann. Genau. Ja. Sowohl als Fahrradhändler wie auch als Fahrradfahrer. Ne? Also wenn jemand sagt, alles klar, ich habe die Idee,
ich will doch einen anderen Lenker haben, weil ich möchte einfach aufrechter sitzen. Ich will noch ein bisschen mehr Riser, ne, sagt man dazu. Ne, genau, ein bisschen mehr Rise, ein bisschen mehr Erhöhung quasi im Lenker. Ja. Auch das führt ja zu einem aufrechteren Sitzen. Auch der Backsweep, je mehr der Lenker gebogen ist zu mir, desto aufrechter sitze ich dann entsprechend auch. Genau, und dann verteilen wir schon wieder den Druck in Das eine Dreieck andere. wandert wieder quasi ein Genau, bisschen dann rum. fängt es wieder an zu wandern. Ja, genau. Und dann haben wir noch ein Thema, also Lenker, Sattel, Druckverteilung und so weiter. Ich finde das schon ganz gut. Jetzt würde ich gerne mal in Richtung Pedale gehen, weil wir sprechen ja auch oft über E-Bike. Ne? Das E-Bike ist eigentlich ja ein großes Thema, haben wir ja vorhin schon gesagt. Man fährt einfach mehr, man sitzt mehr drauf, weil man einfach viel weiter fahren kann. Und ich bin ja beim Pedelec oder E-Bike, ich sage das mal so, habe ich nicht so einen hohen Pedaldruck. Fahre ich ja mit weniger Pedaldruck. Das heißt, ich sitze eigentlich noch viel mehr im Sattel. Na? Das heißt ja auch gleichzeitig wieder, ich verfälsche die Wahrnehmung. Einmal, weil mir macht das ja gar nichts aus, wie ich auf dem Fahrrad sitze, weil es geht ja trotzdem leicht. Ne? Worauf ich hinaus möchte, ist natürlich die Sitzhöhe. Ne? Viele fahren gerne mit dem Sattel recht niedrig und dadurch gibt es, glaube ich, dann Einschränkungen im Knie, zumindest das so die Wahrnehmung. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Genauso sehe ich im Prinzip ähnlich wie du, oder die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass sieht man auch, wenn man draußen selbst Fahrrad fährt, sieht man, dass viele Radfahrer doch mit einer zu niedrigen Sattelhöhe im Prinzip eingestellt sind. Das hat auch so ein bisschen den Hintergrund, dass gerade ältere Menschen auch eher diese Bodensicherheit möchten. Also die möchten auch mit den Füßen standhaft auf dem Boden stehen können, zum Beispiel an der Ampel. Ist aber nicht ganz ergonomisch. Also es kann zu Knieproblemen führen, wenn wir eine dauerhaft falsche Sitzhöhe eingestellt haben. Sitzhöhe, da gehen wir jetzt erstmal aus von der Pedale bis hin zur Satteloberkante. Ja. Genau, das müsste man eigentlich im optimalen Fall dann auch erstmal ermessen. Wie ist die Schritthöhe bei den Menschen? Und dann auch die richtige Sattelhöhe einstellen zu können. Ja. Und wenn das Ganze langfristig nicht richtig gegeben ist und der Sattel zu tief ist, dann wird das Knie an der Stelle überstreckt und es kommt kann zu Knieschäden auch führen. Ne? Deswegen ist auch da Ergonomie schon auch ein wichtiges Thema, um auch der Gesundheit entsprechend dann natürlich beizubehalten, ne? Das standzuhalten. Ja. Okay. Genau das, was man auch nochmal berücksichtigen müsste, noch ein kleiner Punkt oder ein wichtiger Punkt eher, auch dass das Knielot eingehalten wird. Also wir müssen auch den Versatz vom Sattel oder auch die Sattelstütze so einstellen, dass das Knie beim Pedalieren nicht ständig den Fuß überholt. Also von oben betrachtet. Ne? Ja. Also auch da ist die Versatzeinstellung des Sattels und der Sattelstütze ausschlaggebend dafür, dass das Knie in einer optimal biomechanischen und ergonomischen Ausrichtung dann arbeitet. Also wenn man das mal alles so zusammenfasst, ne, dann kann man ja sagen, alles klar, der Sattel, die Pedale und das Ganze, wenn man das alles mal so betrachtet, dann sagt man, gut, wenn ich die Sattelhöhe richtig eingestellt habe, dann entlaste ich zum einen mein Knie, zum anderen aber auch ja wieder mein Hintern. Wahrscheinlich wirkt sich das auch noch wieder auf den Lenker aus. Ne? Genau. Wahrscheinlich auch von Fahrer zu Fahrer unterschiedlich und von Rad zu Rad unterschiedlich. Aber wenn man das alles so hintereinander betrachtet, könnte man eigentlich sagen, jo, alles klar, es muss einfach alles passen, damit es optimal wird. Ne? Genau, deswegen sprechen wir auch ganz gut immer, also bildlich betrachtet, von diesem Dreieck zwischen dem Sattel, dem Cockpit und der Pedale. Weil egal, was ich mache, die Einstellung, wir haben dann entweder in dem Bereich wieder eine Belastung, in dem anderen Bereich haben wir eine Entlastung. Also egal, was wir einstellen, es ist meistens auf verschiedene auch Körperbereiche dann entsprechend mit der Auswirkung dann auch zu spüren. Ne? Genauso auch wichtig einfach auch mal zu verstehen, Schmerzen beim Fahrradfahren treten auch unterschiedlich auf. Also der eine hat es vielleicht schon direkt beim Aufsteigen, tut es weh. Bei der anderen Fahrerin tritt es nach 60 Minuten auf. Ne? Überhaupt, was für ein Fahrrad wird gefahren? Auch das ist ein wichtiges Thema. Fahre ich mit dem Mountainbike, da habe ich zum Beispiel Schmerzen, die auftreten. Die habe ich beim Citybike nicht. Ne? Da entsprechend, was für ein Fahrrad wird gefahren. Wie lange fahre ich Fahrrad? Wie oft und regelmäßig fahre ich Fahrrad? Bin ich eher der Gelegenheitsfahrer oder fahre ich täglich damit? Lange Fahrten. Das sind alles Faktoren, die man schon berücksichtigen muss, wenn man von der ergonomischen Einstellung dann spricht. Ne?
Okay. Da gibt es auch, kann ich auch noch mal vielleicht kurz dazu sagen, noch eine Webseite, richtigradfahren.de, die ist da auch immer ganz prinzip hilfreich, auch zum Thema, vor allem zum Thema auch, was kann ich tun, um Schmerzen zu vermeiden. Ist es ein Bauteiletausch, der wirklich erforderlich ist, ne? Dann würde ich mich beim Fachhändler beraten lassen und der kann es entsprechend dann auch direkt montieren und auch auswechseln. Ist es eine Radeinstellungssache? Und, oder auch das quasi kann man in einem Video erfahren und auch beim Händler entsprechend dann auch sich einstellen lassen. Oder brauche ich vielleicht ein paar Übungen? Auch die gibt es anhand von Videos auf der Webseite richtigradfahren.de. Und anhand dieses Beschwerdeberaters, den wir dort konfiguriert haben, sieht man immer ganz klar, okay, es sind verschiedene Faktoren. Also ich muss einen kurzen Fragenkatalog von 4, 5 Fragen eingeben. Und dann bekomme ich, das ist auch das Schöne, einfach entsprechend auf meinen Fall oder auf mein persönliches Schmerzbild eine medizinische Erklärung. Einfach ausgedrückt, woran liegt es, dass ich Schmerzen habe und was kann ich im nächsten Schritt dagegen tun. Und da hilft ja der Fachhändler zum Beispiel oder im komplizierteren Fall auch der Orthopäde oder der Physiotherapeut gerne mit, dass das Ziel nämlich ist, dass man schmerz- und beschwerdefrei Fahrrad fahren kann. Dass man Spaß hat beim Fahrradfahren. Genau. Seine Ruhe hat. Ich sage mal, dass man es genießen kann. Genau, dass man es einfach genießen kann. Das ist das, ja. Gerade eben hattest du noch das Thema Bodensicherheit, hast du es, glaube ich, genannt, ne? Bodensicherheit. Wie kann ich das denn prüfen? Also ich weiß das, da gibt es so einen Trick, dass man sich irgendwie auf ein Bein stellt und sagt so, alles klar, machen wir mal die Augen zu und so weiter. Weißt du das, was ich meine? Ich glaube, ich weiß, wovon du sprichst. Ja. Ja. Wollen wir das mal zeigen, dass die Zuschauer das vielleicht zu Hause nachmachen können und sagen, alles klar, ich bin ja eigentlich total sicher, aber ich sitze zu tief, weil ich es ja gerade gemütlich finde, aber eigentlich ist das gar nicht gut für mein Knie. Also oftmals wissen wir auch, wenn wir was falsch machen. Und müssen vielleicht einfach mal so darauf gebracht werden, alles klar, es geht auch anders. Ja. Ne? Oder wie und vor allen Dingen wie. Ja. Ja? Dann schließen wir bei dir die Augen und du zeigst mir das und ich zeige dir eine andere Einstellungssache. Wie wär's? Ja, mir ist das egal. Okay. Können wir so machen. Ja, Gut. Müssen wir aufstehen, oder? ja, Ja. denke ich, ne? Okay. Oder ich schließe die Augen und du zeigst mir, wie das mit der Bodenfreiheit geht. Ich weiß das nicht mehr ganz genau. Ich auch nicht. Das müssen wir rausnehmen. Das glaube ich auch. Das läuft jetzt durch. Jetzt haben wir hier schon mal ein Fahrrad hingestellt. Das heißt, wir können auch gleich mal die richtige Sitzhöhe einstellen. Ja, es gibt ja eine theoretisch richtige Sitzhöhe. Aber es gibt ja auch noch das Thema so, ja, was kann ich denn überhaupt selbst? Macht das überhaupt Sinn für mich, die Sitzhöhe richtig einzustellen? Weil oft höre ich ja auch dann, gerade im Geschäft, oh, der Sattel, der ist mir aber zu hoch, da fühle ich mich aber unsicher. Und jetzt habe ich mal bei euch gelernt, es gibt so einen Test, wie ich überhaupt prüfen kann, wie sicher bin ich überhaupt, wenn ich anhalte. Und wirklich nur gibt es ja so ein cooles Anhalten. Ein Fuß auf die Pedale, ein Fuß hier unten. Und es gibt der eine kann das Umfallen wäre doof jetzt. Genau, umfallen wäre jetzt blöd. Und weil passiert ja, dass der Sattel so hoch ist, dass ich tatsächlich mich erstmal zur Seite kippen muss, damit ich sicher stehe. Ja? Und meistens stehe ich ja nicht so, sondern ich stehe eher mit den Zehenspitzen. Genau. Ja? Und jetzt haben wir ja so eine coole Übung vorbereitet. Genau, also es gibt ja Übungen, die das noch ein bisschen testen. Also was wir wissen möchten ist, wie ist das Gleichgewichtsvermögen von den Fahrerinnen? Ja. Brauchen sie vielleicht wirklich eine etwas niedrigere Position, vielleicht zum Beispiel bei älteren Menschen, wenn sie ganz lange wirklich mit einer zu niedrigen Satteleinstellung gefahren sind, dann ist es manchmal auch aus einem Sicherheitsbedürfnis. Ne? Wenn alte Menschen stürzen, dann kann es natürlich auch, ne, sowas ist natürlich erstmal sehr, sehr ungünstig oder ungünstiger als bei jungen Menschen. Genau, so eine Unsicherheit fährt da mit, aber Und auch da ist immer die Frage, ne, wenn die Gewohnheiten schon sehr fest verankert sind, ne, man kann vielleicht auch umstellen, aber dann muss man es langsam machen, Step by Step und nicht komplett von der einen Extremstellung in die komplett richtige, sondern auch da sich langsam rantasten. Also das könnte man ja grundsätzlich sagen, Lenker, Sattel, Sattelstütze und so weiter, alles was verstellt wird, wenn es optimiert wird, in kleinen Schritten. Nicht 5 cm auf einmal. Na, wenn man jetzt feststellt, oh, ich habe jahrelang viel zu tief gesessen, ich mache den jetzt mal höher, weil ich bin so sicher, ich habe die Übung nachgemacht, also die Übung machen wir gleich auch noch, habe den Sattel mal 5 cm höher gemacht, dann wird das erstmal ungewohnt sein für deinen Körper. Ne?
darum immer in kleinen Schritten. Ne? Vielleicht maximal so 2 Zentimeter, sage ich immer. Also wenn man sich dran tastet, 2 Zentimeter mal den Sattel höher oder tiefer, wenn er zu hoch ist. Gibt ja auch andersrum das Beispiel. Ne? Oder das gleiche mit der Lenkerposition oder Lenkereinstellung. Ne? Wenn wir einen winkelverstellbaren Vorbau haben, nicht von so direkt zu sportiv, sondern man testet sich langsam runter. Je länger ich ein Fahrrad fahre, je erfahrener ich wieder werde, desto eher kann ich auch in die sportive Position zurückkommen. Gut. Wollen wir die Übung mal ausprobieren? Ja, ich würde sagen, ja. Also ich freue mich da schon die ganze Zeit drauf. Ist auch spannend, finde ich auch, ja. Genau. Also im Prinzip, worum es geht, und ich kann ja dir einmal im Prinzip erklären, was du beachten müsstest. Also erstmal von der Fußstellung her schulterbreit, ne, ganz normale so Fußstellung. Würden wir auch anhalten. Genau, also wenn ich anhalte, dann mache ich ja auch nicht die Füße, kriege ich ja unterm Fahrrad nicht zusammen. Ja. Oder tendenziell sind wir beim Anhalten sogar ein bisschen noch weiter, weil das Fahrrad ist ja noch zwischen uns. Genau. Aber wir gehen mal von einer normalen, schulterbreiten bis etwas breiteren Fußstellung aus. Und jetzt geht es darum, dass du dich einmal auf deine Zehenspitzen stellst. Das wäre Stufe 1. Okay, schaffst du. Jetzt müsstest du einmal auf einem Bein stehen. Stufe 2. Du merkst, es wird langsam schon ein bisschen kritischer. Ja. Stufe 3 wäre jetzt dabei, die Augen zu schließen. Ja, ich gucke, ob du dich festhältst am Sattel. Nee. Und Stufe 4. Probier das mal zu Hause aus. Vielleicht bin ich ja auch einfach extrem wackelig. Bei mir passiert es genauso. Also, wenn ich das Ganze mal mitspiele, wir können das zusammen mal machen, schulterbreit. Ja, ich guck mal nicht, dass du dich hier irgendwo heimlich festhältst. Genau. Hinter den Rücken, genau, im Prinzip. Also klar, es geht ums Gleichgewicht, ne, so wie man halt ganz normal stehen würde. Wir gehen beide nach vorne. Genau. Jetzt schließen wir, beziehungsweise jetzt gehen wir auf ein Bein. Jetzt schließen wir die Augen. Und da bin ich zum Beispiel dann auch raus. Ja, also mit ganz viel Konzentration würde ich jetzt sagen, klar, das geht alles, aber wir müssen ja einfach mal auf die alltägliche Situation zurück. Und das ist ja genau das, was beim Fahrrad passiert. Wir haben zwar noch den Sattel, der stützt uns zwar ab und gibt uns ein bisschen Sicherheit und der Lenker. Und wir haben ja dann so ein Dreibein. Die Reifen sind ja auf der Erde. Und wir haben auch keine geschlossenen Augen auf dem Fahrrad. Ne? Es geht jetzt nur ein bisschen darum zu gucken, wo liegen meine persönlichen Grenzen. Also wann werde ich dann auch vom Gleichgewicht instabil. Und da geht es einzuschätzen, wenn jemand den ersten Step, allein das hier, nicht schafft und wackelig wird, dann brauchen wir vielleicht wirklich auch eine Sitzposition, die einfach wirklich ein bisschen niedriger ist. Wenn aber jemand das schafft und auch das schafft und die Augen schließen kann und auch noch nach oben guckt, dann hat er auf jeden Fall die richtige Position auch entsprechend, die er dann einstellen kann. Ne? Genau, ich sag jetzt, wer das kann, der muss auch den Sattel richtig eingestellt haben. Richtig, genau. Ja. Darum geht es. Ne? Weil im Prinzip ist es ja, im Endeffekt geht es ja darum, langfristig für eine gesunde und ergonomische Sitzposition zu sorgen. Ne? Was heißt das richtig Fahrrad oder die Sattelhöhe einstellen? Das wäre jetzt einmal vielleicht auch dann übertragen auf das Fahrrad, Thema Radeinstellung. Wir müssten jetzt die Sattelstütze oder entsprechend den Klemmring so weit lösen, dass wir die Sattelstütze auf eine gewisse Höhe bringen. Ich mache das mal. Genau, mit beiden Beinen einmal drauf. Jetzt müsstest du einmal, ja, jetzt hast du schon verstellt. Geh mal zurück in die verlängerte Achse. Genau, Stopp. Und du machst es schon richtig. Jetzt müsste man mit der Ferse hinten einmal die Pedale entsprechend ausrichten. Ja, jetzt bist du wieder in der Verlängerung. Ein bisschen mehr noch. Genau. Und jetzt müsstest du das Bein durchgestreckt haben. Ist durchgestreckt? Ja. Okay, dann ist es schon zufälligerweise die richtige Position. Jetzt kannst du mal wieder ganz normal in die Pedalierposition gehen. Das auch wieder vielleicht auch noch einmal dazu sagen, dass man mit dem Ballen parallel zur Pedalachse sein sollte. Ja, genau. Also wichtig an dieser Stelle natürlich auch, dass die Fußstellung neutral ist, also 0 Grad. Wenn ich jetzt den Fuß nach oben neige und nach unten neige, auch da verfälschen wir das Ergebnis, sondern genau parallel entsprechend zur Pedalneigung. Und jetzt das ist ja die normale Pedalierstellung, da ist es dann leicht durchgebeugt. Wenn der Sattel jetzt zu tief wäre, dann wäre dieser Winkel von deinem linken Bein schon deutlich gebeugter. Und das müssen wir vermeiden. Genau. Das ist jetzt vielleicht in dem Fall sogar die optimale Sattelhöhe. Und die können wir dann entsprechend so lassen. Gut, worauf muss ich noch achten? Also jetzt müsst du darauf achten, dass es natürlich mit dem linken, von dir aus rechten Bein genauso ist. Ich steige mal wieder ab. Ist das in Ordnung, wenn ich absteige?
Du kannst absteigen, kannst auch draufbleiben auf dem Fahrrad. Einfach auf die, es sei denn, es schläft schon was ein. Nö, nein, ich lege mal eben einmal das Werkzeug weg. So, dann kann ich mich auch wieder draufsetzen. Genau, ja. Das heißt, wir haben es jetzt natürlich für dein linkes Bein überprüft. Das gleiche müssen wir natürlich auch dann fürs rechte Bein. Geh nochmal einmal auf die Ferse bei der Pedale. Ist es auch dadurch gestreckt? Wenn es nicht so wäre, dann wäre das zum Beispiel vielleicht schon ein Anzeichen dafür, dass du zwei unterschiedlich lange Beine hast. Was ja auch durchaus vorkommen kann. Okay, und wenn du jetzt in die normale Fußstellung gehst. Genau, und jetzt pedalierst. Ich fahre jetzt mal rückwärts. Was jetzt nicht passieren dürfte, ist, dass deine Hüfte kippt. Das sehe ich jetzt natürlich nicht, weil ich vor dir stehe. Genau, aber wenn ich jetzt, angenommen, ich mache das zu Hause nach. Ich habe jetzt keinen Fahrradhändler in der Nähe, der Ergonomie anbietet und so weiter. Dafür machen wir es ja. Ne? Dafür zeigen wir das einfach mal in so einem Video und sagen, Mensch, ist zu Hause zum Nachmachen. Weil gerade kein Händler in der Nähe, der Bodyscanning macht, Fahrradergonomie und so weiter. Wie merke ich das selbst, ob meine Hüfte kippt? Gibt es da einen Also du merkst es Indikator? selbst entsprechend. Oder du schnappst dir einfach deinen besten Freund oder deine beiden besten Freunde. Der eine hält das Fahrrad fest, so wie ich, und der andere steht hinter dir und überprüft, ob deine Hüfte anfängt zu kippen. Weil wenn sie es tut, dann ist der Sattel zu hoch eingestellt. Also die Hüfte muss stabil bleiben und nur die Beine sollten sich bewegen. Das kann ich auch sehen. Das sieht man von hinten, dass das Becken, die Hüfte anfängt zu kippen. Weil ein bisschen bewegt sich es ja immer, ne? Bisschen schon, nur es sollte kein Rutschen auf dem Sattel sein. Okay, aber das ist ja auch ein guter Indikator. Wenn man jetzt sagt, alles klar, wenn du jetzt merkst, du reibst auf dem Sattel hin und her, dann ist es definitiv zu hoch. Ne? Genau, dann ist es zu hoch und dann hast du vielleicht keine Knieschmerzen, aber dann hast du vielleicht Sattel- oder Sitzschmerzen in naher Zukunft. Genau, zu hoher Sattel ist auch oft, also das ist zumindest das, was ich immer wieder feststelle, auch im alltäglichen Fahrradhändlerleben. Ich habe einschlafende Zehenspitzen. Ja, genau das ist zum Beispiel ein Punkt, wo man sagt, okay, alles klar, das ist ein deutlicher Hinweis darauf, der Sattel ist zu hoch. Ne? Und auch da, weil die Blutversorgung entsprechend nicht gegeben ist, weil wir durch dieses Rüberreiben auf dem Sattel entsprechende Nerven dann auch zu stark reizen oder auch die Blutversorgung dann auch gar nicht gewährleisten. Ne? Das mit den einschlafenden Füßen kann aber auch daran liegen, dass vielleicht die Druckverteilung auf den Pedalen gar nicht so optimal ist und dass wir eine punktuelle Druckverteilung haben, sodass es auch da zu Fußschmerzen oder einschlafenden Füßen kommen kann. Die Fläche von der Pedale ist zu klein, gibt es ja mittlerweile auch, also ich weiß es nicht, wie es vor Jahren war, aber mittlerweile gibt es auch schon immer mehr Pedale, die eine größere Auflage oder Auftrittsfläche haben. Also wir von Ergotec haben zum Beispiel da diese ergonomischen Pedale, die nennen sich EP-Pedalen und die weisen sich dadurch aus, dass sie vor allem eine größere Auflagefläche haben. Genau, stabilisiert den Fuß einfach noch mehr, gerade wenn man mit einem Turnschuh oder so fährt. Genau. Ne? Also es gibt Möglichkeiten, dass man auch da in der Pedale Ergonomie verwirklichen kann. Ne? Und auch da, das Ganze ist immer, man kann zwar auch man kommt auch irgendwie ohne diese Bauteile eventuell aus, aber diese Bauteile, genauso wie den Griffen, die unterstützen entsprechend sehr intensiv. Jeder kennt das. Man ist mit dem Fahrrad unterwegs, man guckt sich die Natur an und die Umgebung und wer weiß was und vergisst sich dabei selbst. Und das ist auch ja gut so. Dafür soll Fahrradfahren da sein. Genau, aber spätestens... Man will nicht die ganze Zeit auf die Position achten müssen. Genau, aber spätestens, wenn die Hände einschlafen, sagen wir, da war was. Und wenn du dieses Video jetzt gesehen hast, dann sagst du wahrscheinlich, am Video haben die gesagt, man soll darauf achten. Genau. Na? Und wenn du dann das nächste Mal gefragt wirst, und wo bist du lang gefahren und du weißt das nicht mehr, dann hat das einfach den Grund, ich habe auf meine Sitzposition geachtet. Richtig, genau. Ja. Man hat halt entsprechend, man verfällt ja auch so ein bisschen in diese bequeme, passive Grundeinstellung. Ne? Das Ganze hat ja auch ein bisschen was mit unserem Bewegungsapparat zu tun. Wenn wir von passivem Bewegungsapparat sprechen, dann sprechen wir von unserem Skelett, den Sehnen und Bändern und so weiter. Und der aktive Bewegungsapparat ist die muskuläre Geschichte im Körper. Das hast du sehr schön erklärt. Aktives Fahren heißt, die Muskulatur muss mithelfen und mitspielen. Und passives Fahren, dieses Durchgedrückte, ist einfach nur, ich stütze mich passiv einfach auf den Lenker und das müssen wir vermeiden. Wir müssen in dieses aktive Fahren kommen, damit der aktive Bewegungsapparat auch aktiviert wird. Sehr schön erklärt. Dazu brauche ich nichts mehr sagen. Nächster Step wäre einmal das Knielot, das wir beachten müssen. Das
Heißt, nicht nur, weil die Sitzhöhe jetzt richtig eingestellt ist, haben wir automatisch die richtig ergonomische Einstellung für das Knie, sondern auch da müssen wir schauen, dass der Versatz... Genau, man spricht immer gerne vom Sattelversatz, so sag ich das immer. Genau, richtig, ja. Und wenn ich jetzt hier mal zeige, wir haben hier eine Parallelogramm-Sattelstütze. Gerade hier ist es ja so, wenn ich mich jetzt draufsetze, dann geht er ja schon ein kleines bisschen noch weiter nach hinten. Der Versatz ändert sich quasi nach hinten noch. Also er wird stärker ausgeprägt sein, genau. Genau, ich setze mich mal drauf und dann prüfen wir das mal. Wir haben hier ja so ein schönes Werkzeug. Mhm. Soll ich das schon mal geben? Ja, kannst du mir gerne geben. Also wichtig dabei jetzt, genau, du müsstest einmal in die 3-Uhr-Stellung, genau, mit dem linken Bein, so dass die Pedale jetzt auf 3 Uhr steht oder entsprechend dann steht die Kurbel. sie auf 3 Uhr? Was sagt der Kameramann? Ja, ein Stückchen nach oben noch mit dem linken Bein. Stopp. Ja. So ist Oder 3. Einmal rum, einmal rum. Weiter. Ja. Super. So, jetzt geht es darum, genau, dass wir entsprechend... Vielleicht kann ich das auch selbst. Kannst du auch selbst ein bisschen probieren. Der Kamera muss uns auch unterstützen. Wir müssen erstmal, hier haben wir so eine kleine Wasserwaage. Ich sehe die von hier oben. Richtig. Du sorgst dafür, dass wir in der Waage sind, also im Lot. Genau. So. Und was jetzt sein müsste, das sieht wahrscheinlich die Kameraperspektive am besten. Die Waage oder diese äußere Kante muss jetzt einmal durch die Achse des Pedals gehen. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen weiter in deine Richtung. Ich fahre mal noch ein Stückchen zu mir. Oh. Also auch das ist schon ein Balanceakt. Ja. So, genau. Aber dann sind wir nicht mehr ganz gerade. Jetzt richten wir wieder gerade aus. Das ist natürlich auch schwierig, weil das jetzt ein bisschen kippelt. Aber... Und was jetzt der Fall sein sollte, dass die äußere Kante durch die Pedalachse und kurz hinter deiner Kniescheibe sitzt. Also man spricht so von einem Zentimeter, 1,5 Zentimeter. Sollte sie durch dein Gelenk laufen, weil das ja der Drehpunkt ist im Gelenk. Wenn das jetzt nicht der Fall ist, Also kannst gerne mal absteigen. Von oben habe ich das gesehen. Das sieht man tatsächlich von Frontalis am besten. Genau. Deswegen bräuchte man hier eigentlich noch eine dritte Person, die das von Frontal oder beim Kippen des Beckens von hinten prüfen kann. Einfach nochmal so eine Sichtkontrolle. Oder man stellt sich an die Wand. Also ich habe es damals, als ich mal angefangen bin mit Fahrradergonomie, dann ist man ja selbst erstmal das Versuchskaninchen. Genau, ja. Na? Also wenn man jetzt nur einen Helfer zur Verfügung hätte, dann könnte man sich auch an der Wand stellen. Aber besser wäre es mit 2. Oder der Händler hat zum Beispiel Vorrichtungen, wie zum Beispiel so ein Bike-Fitting-Tool, ne? Ob jetzt optische Vermessung, Laservermessung oder eine analoge Vermessung, dass man das einfach, das ist jetzt ein sehr, ich sag mal, einfacher Aufbau. Es gibt ja Tools, die dabei helfen. Genau, es soll aber ja erstmal so sein, alles klar, wir wissen, nicht jeder Fahrradhändler bietet Fahrradergonomie an. Genau. Das ist die eine Sache. Hat einen Ergotech-Scanner oder hat einen Bodyscanner oder was auch immer oder vielleicht sogar beides, ne? Im optimalen Fall. Kann ich das sagen. Und das ist kein Standard. Und das soll ja jetzt einfach sein, so ich bin zu Hause, ich will meinen Sattel einstellen und so kann ich es nachmachen. Genau. Ja. Und jetzt würde es im optimalen Fall, wie gesagt, so sein, dass das Lot von der Pedalachse, also auch Fußgelenk entsprechend oder im Fußgelenk entsprechend die Achse eingehalten wird, von der Pedalachse hoch bis zum Knie oder bis zur Kniescheibe, bis zum Drehpunkt, deswegen diese 1,5 bis 1 Zentimeter hinter der äußersten, also hinter dem Vorsatz des Knies. Sollte das nicht der Fall sein, haben wir die Möglichkeit, dass wir den Versatz ja auch einstellen können. Ne? Hast du schon geöffnet? Genau, ich löse mal die Schraube. Also man könnte zum Beispiel, wenn man jetzt vom Bauteiletausch redet und es nicht anders gegeben ist, könnte man jetzt eine andere Sattelstütze verwenden, die entweder mehr oder weniger Versatz hat. Aber der Sattel an sich, die Streben haben ja auch nochmal diese Versatzmöglichkeit. Also wir können ein bisschen mehr nach vorne oder ein bisschen mehr nach hinten gehen. Jetzt angenommen, es war bei dir ein bisschen, also nicht ganz im Lot. Das Knie war ein bisschen zu weit zurück. Das heißt, wir schieben es dann entsprechend auch jetzt hier ganz gut zu sehen. Kann man das so sehen? Genau. Und da haben wir im Prinzip die Stellschraube, in der wir sagen können, wir stellen jetzt den Sattel so ein vom Versatz, dass wirklich dann im Prinzip die Pedalachse durch das Kniegelenk, durch den Drehpunkt auch führt. Genau, also Pedalachse, wenn man sich da dran orientieren will. Ich habe das auch immer mal so
ich weiß es nicht, je nachdem, was für ein Design auch die Pedale hat, wenn dann noch der Fuß drauf ist, dann wird ja immer, da kommt ja das eine zum anderen. Und als kleiner Trick habe ich immer gesagt, alles klar, wir drehen die Pedale immer hochkant. Ja. Dann wissen wir auch, wo die Pedalachse ist. Erstens das. Kann man natürlich dann nicht machen, wenn man dann entsprechend wenn man drauf sitzt, nicht, aber vorher kann man das... Um das zu vermitteln, ist das ein super Trick. Und auch hier, genauso wie auch vorher bei der Sitzhöhe oder der Einstellung, ne, entsprechend der Sattelstützhöhe, müssen wir darauf achten, dass dein Fuß natürlich waagrecht zur Pedale oder zum Boden bleibt. Ne? Also auch hier, wenn du also quasi den Fuß nach hinten oder nach vorne neigst, dann würde das auch da das Knielot eigentlich verfälschen. Deswegen immer schön neutral halten und ja. Neutral halten, der Ballen parallel zur Pedalachse. Genau, ja. Genau. Oder parallel zum Boden, kann man auch sagen. Ne? Ja gut, aber der Ballen ist doch... Genau, der Ballen ist auf der gleichen Höhe eigentlich wie die Ferse. Also der Fuß. Genau, muss das ja, aber ich meine, der muss parallel zur Pedalachse sein. Also man fährt ja mit dem vorderen Fuß. Ja. Das wollte ich damit Achso, ja, das genau. Die waagrechte Position, Genau. hast vollkommen recht. Genau. Ja, also es gibt ja, wir machen das nochmal vor. Genau, wir können das gerne nochmal vormachen. Weil es gibt ja so einen Klassiker. Die waagrechte und die senkrechte Position. Du hast jetzt gerade von der einen gesprochen, ich von der anderen. Genau. Aber beides ist wichtig. Ich könnte ihn auch noch tiefer machen, aber der Klassiker ist ja eigentlich so... Wie beim BMX meinst du? Genau, ich habe alles gemacht. Ja, aber irgendwie kann ich nicht fahren. Aber du siehst cool aus. Ja, fährt sich irgendwie komisch. Na? Und was ich gerade meinte, man fährt mit dem Vorderfuß und der Ballen soll parallel zur Pedalachse sein. Also Und jetzt machen wir die Position, die du nicht meinst. Also entsprechend, genau. Das ist natürlich wichtig. Ne? Wir müssen den Fuß schon richtig, also horizontal platzieren. Ne? genau. Horizontal ist ja, wenn man jetzt auf 3 Uhr ist, Genau, gehen wir auf und 3 man Uhr. wäre jetzt so oder übertrieben so, wäre es auch verkehrt. Genau, da muss es in der neutralen Stellung sein. Genau. 0 Grad. Und was du richtig gesagt hattest, auf Höhe der Pedalachse, der Fußballen. Und auch da haben wir nämlich im Fuß ja das Gelenk, was wir entsprechend dann halt auch über die Pedale positioniert haben. Also, wenn du das zu Hause mal nachmachst und mal ausprobierst und du bist immer mit der Hacke gefahren, dann würde ich wetten, jeder, der auf einmal mit dem Ballen fährt, der fährt 2 km/h schneller. Ja. Und er hat auch mehr Reichweite beim E-Bike. Zum Glück fahren nicht so viel mit der Hacke, Nee. sondern fahren schon. Genau. Viele fahren mit dem Mittelfuß tatsächlich. Auch das ist ergonomisch keine günstige Position und kann langfristig zu Knieschäden führen. Deswegen gibt es ja auch bei den ergonomischen Pedalen zum Beispiel von uns die Führungsschiene, dass der Fuß auch automatisch in der richtigen Position mit dem Fußballen sitzt. Genau, die ist auch so ein bisschen... Die ist auch ein bisschen so gewölbt, geneigt quasi. Ne? Auch da, um die bestmögliche Kraftübertragung und auch Druckverteilung zu haben. Wir wollen diesen punktuellen Druck vermeiden und die Kraft, die wir quasi in die Pedale setzen, schön gleichmäßig auf die Pedale und auf den Fuß verteilen. Jetzt bist du dabei gewesen, wie ich von Victor eine kleine Ergonomie-Schulung bekommen habe. Und ich habe auch viel gelernt, würde ich sagen. Und ich habe auch ein ganz spannendes Wort gehört oder einen Begriff gehört, den ich auch übernehmen werde. Das ist das aktive Fahrradfahren. Und wenn wir aktiv Fahrrad fahren, dann können wir schon eine ganze Menge bewirken. Und das ist so das Fazit. Und es gibt auch so ein paar Übungen, die wir gesehen haben, damit wir mobil bleiben und uns immer wieder mobilisieren oder dehnen. Das ist auch super. Aber trotzdem kommen wir in irgendwelchen Situationen nicht um Bauteiletausch umzu. Ne? Und wir hatten ja vorher schon und zwischendurch auch immer mal wieder drüber gesprochen, beim Lenker, da ist es zum Beispiel so. Ne? Genau, der Lenker ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, dass wenn wir Schmerzen haben beim Fahrradfahren und es liegt tatsächlich auch an einem falschen Lenker, ganz häufig sind ja auch die Standardlenker mit den Fahrrädern relativ gerade und nicht jeder kommt damit, zumindest hier im nord- und westdeutschen Bereich, nicht jeder kommt mit dieser geraden Lenkerposition oder Lenkerausstattung zurecht. Das ist tatsächlich ein häufiger Umbau, weil ergonomisch betrachtet auch hat ja jeder einen anderen Griffwinkel, von dem ich vorhin gesprochen hatte, von dem Backsweep. Ne? Genau. Es gibt eine schöne Übung oder ein schönes Testverfahren, das kann ich dir auch mal zeigen. Weil jeder anatomisch dort in dieser Stelle eine andere neutrale Grundstellung hat, was den Griffwinkel angeht, gibt es eine Methode,
Die kennen eigentlich auch sicherlich schon viele, indem wir einfach uns ganz locker positionieren, Arme ausschütteln. Vielleicht für die Zuschauer noch mal in der Kamera ganz gut zu sehen. Und wenn es jetzt darum geht, einfach mal, jetzt bitte heben Sie mal die Hände in die 90-Grad-Stellung. Dann sieht man, glaube ich, ganz gut, ich bin nicht ganz gerade und ich bin auch nicht so, sondern jeder hat das tatsächlich auch ein bisschen anders. Und das ist jetzt meine neutrale Stellung und vielleicht meine ergonomisch optimale Position. Und wie gesagt, die liegt hoffentlich im besten Falle zwischen 16 und 18 Grad. Wenn der Lenker jetzt tatsächlich aber auf dem Fahrrad relativ gerade ist und die Person hat vielleicht auch Nackenschmerzen, muss ein bisschen aufrechter sitzen, hat vielleicht auch bei der Handstellung dann dieses Thema, dass die Hand nicht neutral ist, dann hilft ja ein Lenker, der ein bisschen mehr, also vielleicht sieht man es so ganz gut, ein bisschen mehr Rise hat. Ups, ne, so. Ein bisschen mehr Rise hat und auch ein bisschen mehr Backsweep, das ist der Winkel quasi hier, dieser Griffwinkel, damit ich aufrechter komme und damit ich eine angenehmere Position für die Handgelenke erreiche. Das haben wir jetzt hier tatsächlich nicht. Also wir haben jetzt hier einen Moon Cruiser, beziehungsweise einen City Cruiser mit einem Backsweep von 37 Grad. Es wäre jetzt auch nicht optimal ergonomisch, aber es sorgt dafür, dass derjenige komfortabler sitzt und zumindest schmerzfreier auch sitzt, wenn es gerade um die Nackenbeschwerden geht. Also das ist ja auch ein City-Lenker, ne? Genau, das ist ein City-Lenker, genau. Es würde jetzt kein passender Lenker natürlich für das Bike hier sein, aber das ist ein Lenker, den man dann tatsächlich auch häufig sieht hier im norddeutschen Bereich. Ne? Ja. Die Kunden, die fahren dann damit ein bisschen aufrechter, ein bisschen bequemer. Das kann man sowohl durch den Rise, durch die Erhöhung, als auch durch den Griffwinkel, durch den Backsweep erreichen. Und das ist schwer tatsächlich durch Einstellungssache. Das kriegen wir nicht hin durch eine Einstellungssache. Das kriegen wir auch nicht hin durch das Dehnen und Kräftigen der Muskulatur. Das kann unterstützen, definitiv. Das sollte man auch machen, auch um den Nacken ein bisschen zu entlasten. Aber da macht es wirklich auch durchaus Sinn, den anderen Lenker einzusetzen, um einfach dem Kunden dort die Entlastung zu bieten. Und auch da müssen wir schauen, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Trekkingfahrrad haben und wir sind da im Trekkingbereich bei der Fahrerposition zwischen 60 und 80 Grad, dann heißt das nicht, dass wir jetzt einen Lenker aussuchen, in dem wir dann ganz gerade 90 Grad sitzen. Möchte ich ein bisschen sportiver fahren mit dem Trekkingfahrrad, gehe ich eher in Richtung 60 Grad. Möchte ich ein bisschen komfortabler sitzen oder ich bin lange nicht gefahren, gehe ich eher Richtung 80 Grad. Und das ist das, was wir vorhin auch gesagt hatten. Wir nähern uns dann wirklich schrittweise, Step by Step, vielleicht in eine sportivere Position an. Je länger wir fahren, je trainierter wir sind. Ne? Ja, sehr gut. Super. Ich kann nichts mehr hinzufügen. Na, Fragen habe ich jetzt keine, zumindest aktuell nicht. Aber dafür bist du ja auch da als Zuschauer. Schreib doch einfach mal in die Kommentare, was für Fragen du hast an Viktor. Oder an Nils. Ja, auch gerne an mich. Und vielleicht machen wir dann noch mal ein Video zusammen oder ich alleine, je nachdem. Oder ich nehme mal jemanden aus dem Verkauf mit dazu. Die sind ja auch jeden Tag, stehen die am Kunden, beim Kunden und Fahrradfahrer und optimieren Fahrräder, stellen Fahrräder ein und so weiter, damit hinterher bequem Fahrrad gefahren werden kann oder richtig Rad gefahren werden kann. Ne? So ist es, genau. Ja. Vielen Dank, genau auch. Ja, sehr gerne. Für deine Infos, ne? Ja, dein Interesse. Interesse. Auch danke. Ja. Vielen Dank. Schön, dass du heute hier mit dabei warst. Immer wieder gerne. Ja, lass einen Daumen hoch da für das Video und aktiviere die Glocke, damit du kein weiteres Video mehr verpasst, weil es wird garantiert ein nächstes Ergonomie-Video geben, Radvorstellung oder was auch immer, technisches Video, do-it-yourself, wie auch immer. Genau, und wer noch ein bisschen mehr Informationen nochmal benötigt oder nochmal weiter recherchieren möchte, richtigradfahren.de, auch da nochmal eine weitere Informationsquelle. Ja, genau, richtigradfahren.de. War ich heute Morgen auch drauf, habe ich mir heute Morgen auch angeguckt. Ja, sehr gut. Und hast du noch Schmerzen? Heute mal nicht. Heute mal nicht. Okay. Ich bin aber auch noch nicht so viel Fahrrad gefahren. Ja. Ich habe auch nur Kopfschmerzen, aber das ist ja was anderes. Ne? Genau.